Willkommen zurück im Harz und zu Teil 2 meiner kleinen Miniserie. Nachdem ich euch beim letzten Mal schon einen vergessenen Ort gezeigt habe, stehe ich jetzt vor einem Giganten der DDR-Geschichte. Ich habe es endlich geschafft. Ein verlassenes FDGB-Ferienheim. Früher haben hier hunderte Menschen ihren Urlaub verbracht und gelacht. Heute herrscht hier nur noch totale Stille. Man spürt förmlich, dass dieser Ort noch viel mehr zu erzählen hat als nur leere Flure. Trotz des Zeitdrucks bin ich froh, dass ich mir diesen Platz für heute aufgehoben habe. Kommt mit auf meine Erkundung durch die Ruinen der Erholung. Ich zeige euch, was vom Glanz der alten Tage übrig geblieben ist. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist Location 3 auf meiner Harz-Tour. Die zweite, die ich besucht habe, war eine Katastrophe. Blende ich euch an der Stelle gerne mal ein, wie es angekündigt war und wie es letztendlich ausgesehen hat. Sind manchmal zwei Paar Schuhe, ist aber nicht schlimm. Ich bin schon bei der nächsten Location, mitten im Wald. Ihr seht es hinter mir schon, überall ein bisschen Schnee. Der Harz ist ja super schön, die Wege sind nur unfassbar lang. Egal. Was ich jetzt besuche, ist ein ehemaliges FDGB. Ferienheim. Ich blende es euch unten nochmal ein, wie es richtig heißt. Wie lange das verlassen ist, weiß ich auch nicht, aber ich vermute mal, das sind auch Überreste aus DDR-Zeiten. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, starten tun wir das Ganze hier mit einer Art Gaststätte. Ich vermute mal, dass die früher hier zum Ferienheim dazugehört hat. Ihr seht, das ist am Waldrand. Von außen die Scheiben schon eingeschlagen. Hier sind ein paar Scheunen daneben, die gucke ich mir gleich auch noch an. Aber als allererstes gehen wir dort in die Gaststätte. Let's go! Aber ihr könnt hier schon sehen, hier vorne drin liegt schon so ein Langnese-Aufsteller. Das heißt, Eis gab es hier auch mal. Okay, werfen wir mal einen Blick hier durch die Türe und gucken uns hier das Ganze mal an, würde ich sagen. Oh ja. Hier ist auf jeden Fall die Gebäudesubstanz auch schon ziemlich marode, wie ihr sehen könnt. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, auch nichts Spektakuläres. Hier ist noch eine alte Theke. Könnt ihr sehen, da steht sogar noch ein alter Koffer drauf. Guckt euch den mal an. Wow, der ist wirklich alt. Mal einen Blick reinwerfen. Oh ja, da ist sogar noch eine alte Zeitung drin. Könnt ihr hier sehen. Wartet mal, ich stelle die Taschenlampe mal eben an die Seite. Ihr seht es trotzdem ganz gut. Ich gucke mal eben, ob ich ein Datum erkennen kann. Nee, leider nicht. Okay, aber auch hier alles schon recht zerdeppert. Hier war mal eine Küche. Na gut. Gehen wir nochmal hier um die Ecke. Boah, hier steht noch ein alter Stuhl, Freunde. Auch recht cool. Und dort, ja, im Prinzip könnt ihr sehen, oh, da guckt mal die alte Tapete bitte, Freunde. Die ist uralt, oder? Das ist doch so richtig tiefe 70er. Hammer. Hier auch noch ein Schrank. Ah, hier, wartet mal, hier liegt eine Zeitung auf der Erde. Die ist von 1998. Okay, die ist also noch nicht ganz so alt. Aber naja, gut. Ich glaube, das Gebäude lohnt sich nicht weiter. Ich gucke mal, was ich noch entdecken kann. Guckt mal hier, Leute, komme ich direkt aus dem Haus raus. Oder aus diesem Kiosk und sehe hier dieses Haus. Und ehrlich gesagt habe ich gerade so ein bisschen im Kopf das Gefühl, dass schon mal jemand hier gewesen ist, den ihr vielleicht auch kennt, und zwar Kimmy's Exploring. Und ich meine, die war hier mit ihrer Oma und ihrem Dad, mit dem Officer Sexy. Ich werde Kimmy mal verlinken in dem Video. Kimmy, sag mir bitte mal, ob du wirklich hier gewesen bist. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal rein und gucken uns das mal an. Ja, hier vorne seht ihr auf jeden Fall jede Menge Stühle. Die sind alle rausgeholt worden, Schreibtischstühle. Und da geht's rein. Sieht von hier schon ziemlich creepy aus. Ist auch dunkel, aber wir checken das Ganze aus. So, da seht ihr mal den langen Gang.
Taschenlampe habe ich angemacht, die brauchen wir hier auf jeden Fall. Gehen wir hier mal in den ersten Raum. Hier ist noch so ein Kinderzelt, Leute. Hammerhart. Und auch hier, boah, guckt mal. Richtig schön alte Möbel noch. Und hier liegt alles noch voll mit Dokumenten. Da liegt noch was von der Verwaltung Berufsgenossenschaft. Irgendwelche Kataloge, Speditionsunterlagen. Und hier auch noch eine ganze Akte, Freunde. Guckt das mal an. Ich stelle die Taschenlampe nochmal an die Seite. Oder tue sie mal eben in die Tasche, weil ich glaube, sonst kann ich es nicht öffnen. Ich werde es natürlich pixeln. Ne, hier ist nichts drin. Okay, hier habe ich gerade noch keinen Hinweis. Da liegt aber ein Kalender. Der ist von 2005. Ob das jetzt auch 2005 hier verlassen wurde, wage ich zu bezweifeln bei der Substanz. Aber es war auf jeden Fall hier ein schönes Zimmer mit Bad direkt daneben. Ah gut, gehen wir gegenüber nochmal rein. Ja, auch uralte Tapete hier. Ich mache das Licht nochmal an. Uralte Tapete. Da liegt noch ein alter Kronleuchter auf der Erde. Auch nicht der Rede wert. Okay, wir gehen mal weiter und kämpfen uns hier mal so ein bisschen durch. Aber, boah, guck mal hier. Ich mache erstmal Krach. Guck mal hier. Auch geil. Hier liegt noch ein alter Koffer. Komplett offen. Verrottet hier mit einem Stuhl daneben. Da auch. Wow. Das sieht schon cool aus, oder? Vor allen Dingen dann da direkt so creepy rausgucken aus dem Fenster. Mega. So Leute, ich wollte euch nicht alles zeigen. Das lohnt sich hier in dem Haus auch nicht mehr. Den Raum vielleicht noch. Das sieht hier aus wie so eine Information oder Theke. Ist noch ein Sessel neben. Und hier hat sich jemand auf jeden Fall was zum Sitzen gebaut. Auch ein sehr interessantes Bild, wenn man sich das mal anguckt. Mit dem Fenster dahinter. Und hier, boah, okay. Hier hat, glaube ich, jemand mal gepennt, würde ich sagen. Aber hier ist noch eine Landkarte vom Harz, Leute. Ist ja komplett aufgehangen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr cool. Okay, weiter geht's. Wir gehen wieder raus. So, bevor ich wieder rausgehe, eine Sache habe ich noch gefunden. Hier ist ein Personalfragebogen. Quasi eine Bewerbung. Datenschutz könnt ihr hier knicken, Leute. Da steht noch drin, was die genau gemacht haben bis 2004. Von 94 an. Ich pixel euch das, aber Datenschutz wird hier auf jeden Fall nicht groß geschrieben. Und sowas liegt hier in dem creepy Raum. I'm speaking English, Freunde. In dem creepy Raum liegt das hier rum. Unfassbar. Naja, gut. So, jetzt aber. Weiter geht's. So, ich habe noch eine Frage an Kimi. War das der Raum, in dem ihr euer Overnight machen wolltet, wo die ganzen Zecken gekommen sind? Wo du mit Oma und deinem Dad gesessen hast? Das Fenster ist zu. Hier ist alles so sauber. Ich glaube, das hattet ihr euch damals hier fertig gemacht, oder? Knaller. Das ist gerade ein Kimmy's Exploring Fanboy-Moment. Nein, okay, aber dann weiß ich zumindest, wo ich hier gelandet bin, im Harz. Das ist schon ganz nett. So, ich gehe aus dem Gebäude wieder raus und schaue mir das nächste an. Und guck mal, was ich hier noch finde. Nach oben gehen wir jetzt hier mal nicht. Ihr habt ja schon die Gebäudesubstanz gesehen. Das wäre sehr fahrlässig von mir. Wir gucken mal, was uns sonst noch draußen erwartet. Boah, richtig ätzend, Leute. Aber daran seht ihr, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich habe gerade meine Magnethalterung für mein Mikro verloren. Habe das jetzt mit der Klammer dran gemacht. Das sollte auch so gehen. Also falls von euch mal einer hier ist und findet die Magnethalterung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr mir das gerne zurückschicken. Ansonsten Pech gehabt. Naja gut, ich gucke hier gerade noch mal ein bisschen, ob ich es finde und suche mir dann mal das nächste Gebäude. So, leider nicht gefunden. Das ist dann so. Was soll man machen? Aber es ärgert manchmal so ein bisschen, oder Leute? Wie seht ihr das? Nervig. Gut, ich gehe jetzt mal hier den Weg lang. Der geht nämlich hier richtig schön durch den Wald. Und ich weiß aus Kimmys Video noch und ich weiß von der Karte, dass hier auch noch Häuser sind. Ich sehe hier links schon das nächste. Da gucke ich natürlich jetzt auch noch mal rein. Und ansonsten gehen wir, da sehe ich auch noch eins. Gehen wir Schritt für Schritt mal hier alles durch. Gucken wir mal, was wir so Geiles finden. Da könnt ihr es sehen. Da geht's weiter. Hier ist das nächste Gebäude. Oh mein Gott, das sieht auch voll creepy aus. Da ist auf jeden Fall eins. Und dahinter, das könnt ihr jetzt auch nicht sehen.
Da war auch noch eins. Ich würde sagen, wir beginnen aber mal hier. Auch hier, wir waren nicht die Ersten, wie ihr sehen könnt. Hier ist schon wieder ein richtiger Trampelpfad. Auch trotz Schnee. Hier vorne direkt so eine Feuerstelle. Guckt euch das mal an. Konnte man auf jeden Fall Feuer machen. Und dann ging es hier rein. Hier liegen auch schon Elektrogeräte, die wurden rausgeworfen. Aber, uiuiui, das ist auch ganz schön dunkel. Und ich glaube auch ziemlich zerkloppt. Hier noch ein Stuhl. Boah, hier ist so ein Jahrbuch, schaut mal. Das ist auch cool. 1955, das Queen Elizabeth hier hingekommen. Also nicht hierhin, sondern hat hier scheinbar in der Bundesrepublik einen Staatsbesuch abgestattet. Hier ist auf jeden Fall noch so ein uralt Teppichboden drin. Boah, ihr hört es, hier knarzt alles. Oh, guck mal, mit so süßen Elefantenkissen hier. Und was aber viel spannender war, da hinten gucken wir gleich, war hier gegenüber. Ist zwar schon super viel zerkloppt, aber bitte guckt euch das mal an. Das ist ein Verwaltungsbüro hier. Hier liegt alles noch rum. Muss wahrscheinlich alles pixeln nachher. Hier Gesellschaftsprogramm von der Gaststätte. Hier irgendwelche Bücher vom, ja, weiß ich nicht, PC, Windows 97, Unfallverhütungsvorschriften. Na gut, die kann man hier eigentlich knicken. Wahnsinn. Und alles voll mit Dokumenten. Auch hier liegt noch eine Personalakte, die werde ich euch auch pixeln oben drauf. Da steht sogar noch ein Name drauf. Oh, Wahnsinn, Gepäckkarten. Hier noch Briefe. Persönlich wahrscheinlich. Haben die Kinder hier im Ferienlager, hatten die ja, kleine Aufgaben aufgeschrieben. Wahnsinn. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Oh Leute, hier ist ein Raum. Das glaubt ihr nicht. Das ist richtig creepy. Ich zeige euch jetzt gleich auch warum. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Guckt euch das bitte mal an. Oh, der Boden hier ist ganz schön weich. Hier liegt noch so ein Donald Duck. Der wurde quasi erhängt. Und hier noch so Gummiteile von einem Monster. Hier so eine Hand mit Fake-Blut beschmiert. Und dann hier das. Boah, Leute, bitte. Was geht da ab? Krank. Einfach nur krank. Hier auch. Was ist das hier? Glaube ich, so ein alter Dia-Projektor oder sowas, ne? Und auch hier der Affe. Einfach aufgehangen. Boah, richtig creepy, Leute. Richtig creepy. So, ich bin da wieder raus, Freunde. Interessanterweise hört ihr da die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ist ja klar, hier ist Wald drumherum. Hier knistert es überall und knarzt überall. Und es ist zwar helllichter Tag, aber das macht es trotzdem ein bisschen unbehaglich, muss ich sagen. Aber ist egal. Ich gehe jetzt weiter und gucke mal, was ich noch finden kann. Ihr seht ja, so der Zustand ist relativ bescheiden. Aber gut, why not? Wir sind einmal hier im Harz, dann gucken wir uns das alles gemeinsam an. So, hier könnt ihr sehen, da ist auch noch ein Haus. Da gucken wir gleich auch noch mal rein. Von hier aus sehe ich jetzt erstmal keinen Zugang. Ich glaube, der ist dann um die Ecke. Wir gehen da mal gucken und schauen mal, was da noch drin ist. Und vielleicht überrascht uns das eine oder andere ja noch. Ja, kann ich mich hier erstmal durch die Harzer Vegetation kämpfen, um zu dem Gebäude noch zu kommen. Naja, vielleicht lohnt es sich ja. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt in dem langen Gebäude. Guck mal, hier noch ein altes Badezimmer mit blauen Fliesen. Auch natürlich alles schon super zerkloppt. Ah, und hier geht's weiter. Da hat der Nächste hier sein Schindluder getrieben. Oh, Freunde, ey. Hört auf mit der Scheiße. Was soll das denn alles? Aber guck mal, schön, wie das Licht hier durchkommt. Da vorne bin ich gerade reingekommen. Ich gehe jetzt hier gleich im Schnelldurchgang mal durch, weil ich glaube, so mega interessant ist es dann doch wieder nicht. Na, hier seht ihr es. Da stehen zwar noch ein paar alte Möbel drin und ist auch eine richtig coole Oldschool-Tapete. Aber wenn man sich umdreht, sieht man, welche Substanz die Böden hier haben. Deswegen schenke ich mir diese ganzen Nebenräume und bleibe hier in der Mitte auf dem Betonboden. Weil ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Boah, da seht ihr es, guckt mal.
Alles weggefault hier. Auch da oben. Sehr, sehr schade. War bestimmt mal richtig cool hier. Boah, Leute. Hier. Ein alter Staubsauger. Guckt euch den mal an. Ja, da wird jeder Vorwerkvertreter neidisch wahrscheinlich. Aber auch da alles eingebrochen. Noch ein alter Schrank da drin. Ja, ich nehme mal an, man hat hier auf jeden Fall die relevantesten Möbel rausgeholt. Ja, damit es hier halt nicht noch mehr vandaliert wird. Da sind die alten Fenster noch, wie ihr sehen könnt. Noch ein alter Tisch. Auch nicht schlecht. Ja, ansonsten war es das, glaube ich. Aber auch hier muss man sagen, finde ich, ist eigentlich super schade. Es ist alles zerkloppt. Es wird der Witterung überlassen. Warum kommen hier keine Kinder mehr hin? Oder Erwachsene oder wie auch immer. Warum hält man das nicht in Stand? Versucht einen Investor zu finden, damit man hier noch weiter Ferien machen kann. Alles nicht so ganz ergründlich für mich. Aber gut, ist wahrscheinlich wie immer einfach eine Sache des Geldes. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, nicht alleine zu sein. Klar, das ist ein frei zugängliches Gebiet hier. Hier kann im Prinzip jeder rein. Aber die Geräuschkulisse ist ein bisschen strange. Unbehagen, Leute. Unbehagen. Zumal ich hier auch alleine unterwegs bin. Und der Enzo nicht mit dabei ist. Weil der ja normalerweise immer ein bisschen mit aufpasst. Aber nun gut, sei es drum. Ja, hier seht ihr das mittlere Gebäude. Hier hat es mal gebrannt. Hier ist schon vieles runtergekommen. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht rein. Hier, das lohnt sich nicht. Wir gehen aber mal den Zwischengang durch. Wir checken mal, was hier noch ist. Ah, okay. Ich glaube, das gehörte dazu. Ist ja so ein großer Innenhof. Auch nicht schlecht, aber da, das Dach da oben. Ich mach die Sonne mal weg. Schon komplett eingestürzt. Ich vermute mal, hier war auch mal ein Dach. Das gibt es auch nicht mehr. Aber es könnte mal so ein großer Saal gewesen sein oder sowas. Boah. Hier mit so Trennwänden drin. Hier so alte Fenster. Boah. Eine verrostete Tonne. Na gut. Ich werfe da drüben mal kurz einen Blick rein und da drüben mal einen Blick rein. Ja, ich korrigiere mich. Hier werfe ich keinen Blick rein. Guckt euch das mal an. Komplett runtergekommen. So, hier das andere Gebäude noch. Aber ihr seht, das sieht auch nicht besser aus. Hier kommt die Decke runter. Das war, glaube ich, mal so eine Art Klassenzimmer, Leute. Mal ganz vorsichtig reingehen. Jo, das war ein Klassenzimmer. Auch wenn jetzt hier ganz viel Heu liegt, vielleicht hat hier jemand mal seine Schafe untergebracht. Aber das ist eine Tafel auf jeden Fall. Und dahinter ist eine Tafel, wie ihr sehen könnt. Hier haben auf jeden Fall damals dann auch die Kinder, die hier untergebracht waren oder die hier Ferien gemacht haben oder wie auch immer, konnten hier also auch das Ganze als Lernort benutzen. So, ich bin jetzt nochmal auf der anderen Seite dieser eingestürzten Halle und werfe hier mal noch mal kurz einen Blick rein. Ja, noch ein paar alte Schränke. Oha! Boah, gut, dass ich hier noch mal hingegangen bin. Guckt euch diesen geilen Raum mal an. Der ist doch noch ganz schick. Hier liegt überall so rotes Fell. Wahrscheinlich von einem Schal oder sowas. Aber viel cooler ist das hier. Guckt euch das mal an. Alter Dreierspiegel. Beziehungsweise Frisierkommode mit Dreierspiegel. Davor noch so ein alter Stuhl. Das ist doch noch ein schönes Motiv. Das hat sich doch noch gelohnt. Was haben wir hier noch? Ui. So eine ziemlich creepy Liege. Boah, da oben ist noch so eine richtig uralt Oldschool-Lampe, Leute. Die ist ja geil. Guckt euch die mal an. Die ist ja richtig oldschool. Ist das noch DDR? Ja, ich denke schon. Hier sind die Scheiben auch noch ganz. Sehr interessant. Kennt man so eigentlich gar nicht. Ja, und hier wächst die Natur halt rein. Und hier diese creepy Liege. So, Freunde, ich bin zurück auf dem Weg zum Auto. Das war es schon.
habe ich mir fast krasser vorgestellt, als es jetzt gewesen ist. Nichtsdestotrotz, nette Erfahrung. War an einem Ort, wo Kimi mal gewesen ist. Von daher Fanboy-Moment gehabt. Mir geht's gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet Spaß beim Schauen. Wenn ja, liked das Video, kommentiert gerne und lasst mir ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich mache mich jetzt weiter auf die nächste Harz-Location und sage bis dahin San Francisco.